Wenn es um interessante Zahlen aus der Mathematik geht, kennen die meisten die Klassiker wie Pi, den goldenen Schnitt oder die Fibonacci-Zahlen. Solche Konstanten sind besonders interessant, weil sie zeigen, dass die Mathematik keine reine Erfindung der Menschheit ist, sondern in gewisser Weise eine Entdeckung. Die Menschheit hat sich auf eine bestimmte Form von Mathematik geeinigt. Man hat eine Reihe von Grunddefinitionen festgelegt, wie zum Beispiel die Wahl des Dezimalsystems. Das hätte man alles anders machen können, doch die Zusammenhänge, Gesetze oder Konstanten in der Mathematik existieren schon und werden somit nur noch entdeckt. Pi ist beispielsweise das Verhältnis von Umfang und Durchmesser eines jeden Kreises. Ohne Pi sind viele Berechnungen in der Wissenschaft unvorstellbar. Pi hat unendlich viele Nachkommastellen. Die 100 Billionste Stelle ist nun bekannt. Dass Menschen das berechnen, zeigt schon, wie magisch diese Zahl eigentlich ist. Oder die goldene Zahl. Sie taucht überall in der Natur auf, vom Atom bis zum Himmelskörper. Die Feigenbaum-Konstante, manchmal auch Feigenbaumzahl genannt, ist selbst vielen Mathematikern unbekannt. Sie beschreibt ein sehr interessantes Phänomen aus der Chaosforschung und taucht ebenfalls in vielen Bereichen auf, wie zum Beispiel beim Herzschlag eines Menschen oder in Flüssigkeiten. Die Bedeutung der Feigenbaum-Konstante für die Chaosforschung ist für einige genauso groß wie die Bedeutung von Pi für die Geometrie. Was macht die Zahl so wichtig? Um das zu verstehen, muss man wissen, was in der Chaosforschung passiert. Chaotische Zustände haben Menschen scheinbar schon früh interessiert. Schon Leonardo da Vinci wusste vom chaotischen Verhalten turbulenter Strömungen. Richtige Experimente von der Entstehung der Turbulenz gibt es erst seit ungefähr 100 Jahren. Die Erforschung solcher scheinbar unvorhersehbaren, dynamischen Ereignisse in der Natur waren die Anfänge. So richtig fing der Trend aber mit einer einfachen Vorstellung an. Einer der Pioniere der Chaosforschung, Mathematiker und Meteorologe Edward Lorenz, machte in den 70er Jahren den sogenannten Schmetterlingseffekt bekannt. Es beschreibt die Möglichkeit, dass kleine Phänomene irgendwo anders große Ereignisse hervorrufen können. Dazu wird oft die folgende metaphorische Frage benutzt. Wenn in Brasilien ein Schmetterling flattert, könnte es irgendwo anders auf der Welt einen Tornado auslösen? Die Entstehung dieser These erklärt auch die Anfänge der Chaostheorie. An der Harvard-Universität schloss Edward Lorenz seinen Master in Mathematik ab, arbeitete während des Zweiten Weltkriegs an Wettervorhersagen für die Luftstreitkräfte der US-Armee und wurde später Professor in Meteorologie. Es war das Jahr 1961. Am Institut arbeitete er an einem Wettervorhersagemodell mit den 3 Variablen Temperatur, Luftdruck und Windrichtung. Erst führte er seine Berechnungen mit der Zahl 0,56127 durch und bekam erste Ergebnisse. Bei einem weiteren Mal ließ er versehentlich die letzten 3 Ziffern weg und führte die Simulation nur mit 0,56 durch. Es unterlief ihm also nur ein winziger Fehler. Das Ergebnis war aber komplett anders. Er kam also zum Entschluss, dass bei solchen deterministischen dynamischen Prozessen wie einem Wettermodell kleine Änderungen zu gravierenden Unterschieden führen können. Es gibt also einen Zusammenhang. Es ist also kein Chaos in dem Sinne, wie wir es verstehen würden. Die Zusammenhänge sind höchst komplex, aber es gibt sie. Deswegen wird nie dasselbe Ergebnis resultieren. Er öffnet damit die Türen zur Chaostheorie. Das Paradoxe ist, wie schon angedeutet, dass die Chaostheorie sich nie mit einem reinen Chaos beschäftigt, wie wir es verstehen würden. Denn sobald man es mit einer Theorie beschreiben kann oder Berechnungen durchführt, ist es kein Chaos mehr. Die Chaosforschung beschäftigt sich also vielmehr mit einer Ordnung in einem chaotisch aussehenden System. Das Wetter lässt sich nicht länger als ein paar Tage präzise vorhersagen, weil es zu viele Faktoren gibt, die es beeinflussen. Vielleicht wird der Mensch niemals in der Lage sein, alle relevanten Größen des Wetters zu beschreiben.
In jeder Region gibt es aber typische stabile Wetterlagen, die immer wieder auftauchen. Diese kann man mathematisch beschreiben und siehe da, es wurde Ordnung gefunden. Ein weiteres Beispiel ist der tropfende Wasserhahn. Er ist im einfachsten Fall sehr geordnet. Zwischen zwei Tropfen vergeht immer gleich viel Zeit. Je weiter wir nun den Wasserhahn aufdrehen, desto komplexer wird das Ganze. Zuerst wird der Abstand zwischen zwei Tropfen schneller, wobei jetzt schon die Tropfen manchmal aus dem Takt geraten. Dreht man es komplett auf, bekommt man einen Wasserstrahl. Dieser ist erstmal vollkommen chaotisch. Es ist keine Periodizität mehr erkennbar. Dennoch ist insgesamt eine klare Form zu erkennen. Ein weiteres Beispiel für ein chaotisches System ist der Verkehr. Man kann heute nicht berechnen, wann und wo es einen Stau geben wird. Selbst die Umlaufbahnen von Planeten oder Monden können nicht endlos im Voraus berechnet werden. (1991) bekam Edward Lorenz den Kyoto-Preis. Bei der Verleihung wurde seine Chaos-Theorie betitelt als die dramatischste Veränderung in der Sicht der Menschheit auf die Natur seit Isaac Newton. Was ist nun die Feigenbaum-Konstante? Sie ist eine Konstante, die in einem vermeintlichen Chaos wiederzufinden ist. Dies sehen wir anhand eines sehr einfachen Systems. Man schaut sich die sogenannte logistische Funktion an. Das ist eine Funktion, mit der das Wachstum einer Population modelliert wird, beispielsweise von Kaninchen. Es ist eine rekursive Formel, bei der der gesuchte Wert vom vorherigen abhängt. AN steht also für die Anzahl der Lebewesen in Generation n. Die Anzahl der Lebewesen in Generation n ist die Anzahl der Vorfahren multipliziert mit einer Wachstumsrate. Dazu wird ein weiterer Wert multipliziert. Dieser stellt eine mögliche Obergrenze sicher. Groß K steht für die maximale Anzahl, die die Tiere überhaupt erreichen können. Denn Tierarten können sich ja nicht endlos vermehren. Sie werden gefressen, haben Altersschwäche oder es existiert nicht genug Lebensraum für sie. Betrachtet man nun nicht die Gesamtzahl der Lebewesen, sondern den prozentualen Anteil in Abhängigkeit des Maximums, kann man die Gleichung noch vereinfachen. Das heißt, unser AN ist ab jetzt der prozentuale Anteil am Maximum, nicht einfach die Anzahl der Tiere. Damit wird auch die maximale Anzahl an möglichen Tieren zu einer 1. Das nur zum Hintergrund, damit klar ist, warum es relativ intuitiv ist und eine simple Dynamik beschreibt. Was jetzt gemacht wird, man fängt mit einem Startwert, also einem prozentualen Anteil des Maximums an und setzt diese in die Gleichung ein. Das Ergebnis wird erneut eingesetzt. Dies wird immer wiederholt. Wie verhalten sich nun die Ergebnisse? Dieses Diagramm zeigt für verschiedene Wachstumsraten, gegen welche Zahl langfristig angestrebt wird. Für eine feste Wachstumsrate zwischen 1 und 3 ist nach kurzem Einpendeln eine Konvergenz gegen eine feste Zahl zu beobachten. Das macht übertragen auf Populationen Sinn. In der Natur haben Tiere über viele Generationen einen festen Bestand. Ab einer Wachstumsrate von 3 passiert nun etwas Eigenartiges. Anstatt dass die Anzahl der Lebewesen langfristig gegen einen Wert konvergiert, springt sie zwischen zwei Werten hin und her. In einem Jahr könnten es beispielsweise 70% der Gesamtanzahl sein, im nächsten Jahr 30%, dann wieder 70%. Das könnte man dadurch erklären, dass manche Populationen Zyklen haben und je nach Jahr mehr oder weniger sein können. Bei einer Wachstumsrate von knapp unter 3,5 springt die Anzahl der Lebewesen zwischen 4 Werten hin und her. Erhöht man die Wachstumsrate weiter, dann sind es sogar 8 Werte, dann 16, 32,
64. Was passiert hier? Würde man ranzoomen, könnte man dies am Diagramm erkennen. Das Interessante kommt jetzt. Die Verzweigung in immer mehr Werte passiert in immer kürzeren Abständen. Deswegen ist der rechte Teil des Diagramms unglaublich chaotisch. Dennoch ist eine Ordnung zu erkennen. Der nächste Abstand ist jeweils um ungefähr den Faktor 4,66 kürzer als der vorherige. Die Feigenbaum-Konstante. Benannt nach dem amerikanischen Physiker Mitchell Feigenbaum. Er wies in einer Arbeit von 1978 nach, dass die Verhältnisse der Abstände gegen die Feigenbaum-Konstante konvergieren. Obwohl Feigenbaum es wusste, konnte er nicht nachweisen, dass die Konstante universell in solchen dynamischen Systemen war. Während es zuerst nur experimentelle Nachweise seiner Arbeit gab, beispielsweise in der Medizin bei Herzrhythmusstörungen, wurde mittlerweile auch mathematisch bewiesen, dass dies ein universelles Gesetz derartiger Systeme ist. Die Feigenbaum-Konstante ist eine Ordnung, die in einem Chaos gefunden wurde. Das ganze Leben ist ein reines Chaos. Doch wer weiß, wie viele Konstanten noch in der Natur programmiert sind, sodass immer mehr Gesetzmäßigkeiten gefunden werden können. Der Gedanke ist nahezu unheimlich, dass vielleicht alles, was existiert, einer Ordnung folgt und rein theoretisch berechenbar wäre.